Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und ein Traum wird wahr. Muss man wirklich sagen, ein Traum wird wahr, weil stell dir mal vor, es gibt eine Leuchte wie diese hier und es ist egal, was für einen Akku du hast. Du kannst da Bosch reintun, du kannst Milwaukee reintun, Dewalt, Makita, alles funktioniert in verschiedenen Größen. Das ist der Wahnsinn. Das möchte ich dir heute zeigen. Genauso wie es auch übrigens hier zwei verschiedene Typen gibt. Warum, zeige ich dir auch gleich. Dass es hier so ganz abgespacede Sachen gibt, wie das hier. Mit richtig Bums. Ja, wir reden hier von 23.000 Lumen, Freunde. Dann gibt es hier nochmal was ganz Interessantes. Und hier eine wunderschöne Rundumleuchte. Und jeder dieser Leuchten hier hat ein Spezialgebiet. Und das möchte ich mal zeigen, weil wenn du dich für sowas interessierst, dann ist das genau das, ja, was du dir angucken solltest, weil diese Spezialitäten der einzelnen Lampen sind wirklich sehr interessant. Aber nochmal, ein Traum wird wahr. Wahnsinn. Ein Traum wird wahr. Wahnsinn. Übrigens natürlich, wie immer, gibt es etwas zu verlosen. Und zwar diese hier. Warum, wirst du nachher sehen, warum wir diese hier nehmen. Alles, was du dazu machen musst, ist einfach unten in die Kommentare deine Meinung hier zu den Geräten sagen. Und schon hast du die Chance auf das Gerät. Moment, bevor wir uns die Leuchten jetzt gleich im Detail anschauen, nochmal der Hinweis. Wir starten in Kürze, und zwar am Samstag, dem 16.10. um 19 Uhr, das große Bosch Live-Shopping. Deswegen sieht es hier so nach Bosch aus. Und zwar werden wir wirklich live gehen mit euch zusammen. Wir werden ja ein paar lustige Aktionen machen. Es gibt Bosch-Geräte zu kaufen und ihr könnt Fragen stellen und so weiter und so fort. Und ihr kennt uns, natürlich gibt es auch etwas zu gewinnen. Und zwar eine handsignierte, nagelneue Bosch GTS10. Das heißt die große Tischkreissäge von Bosch Professional zu gewinnen live im Stream am 16.10. 19 Uhr. Sei dabei. Ich freue mich wirklich, dass Brennenstuhl eigentlich nicht die Stimmen, sondern quasi das Schreien aus den Werkzeugfans quasi erhört hat, nämlich, dass wir so etwas haben wollen, wo man nicht nur einen Hersteller reintun kann. Oder im schlimmsten Fall sogar noch einen proprietären Akku von Brennstuhl, wo man keinen anderen wieder benutzen kann. Und das ist echt eine tolle Sache, dass Brennstuhl jetzt gesagt hat, alles klar, komm, die gängigen Systeme haben wir hier dabei und da fehlt sogar noch eins. Und zwar Metabo fehlt. Na, den holen wir doch gleich mal nach. Natürlich, Mensch, Leute, ich habe jetzt Metabo ganz vergessen, stand vorhin nicht da. Also, auch Metabo funktioniert. Und was heißt das, wenn Metabo funktioniert? Ihr seht es richtig. CAS ist mit am Start. Ergo nicht nur Metabo-Akkus, sondern auch zum Beispiel Edding-Akkus oder. Übrigens, apropos Edding, haben wir vor kurzem noch ein Video gemacht. Ja, was machen wir mit Edding? Schaut mal hier oben, ganz interessant. Edding-Akkus. Wie viele Stifte kann man damit betreiben? Na, egal. Also, wir haben auch das dabei. Das heißt, du hast hier wirklich eine freie Auswahl für alles, was du machen möchtest mit dieser Leuchte. Und das finde ich wirklich super. Und wir werden heute vor allem auch über die anderen drei Geräte sprechen müssen. Und vor allem überlegt euch mal das hier, ja. Und ihr macht mir jetzt mal einen Gefallen. Ihr guckt euch das jetzt mal an. Das hier, ja, stellt man hier auf dem Stativ nach oben und beleuchtet riesige Arbeitsbereiche. Und ihr macht jetzt mal genau Folgendes. Ihr schreibt jetzt mal in die Kommentare, was ihr denkt, was das Gerät hier kostet. Mit Stativ, so wie es hier ist, 23.000 Lumen, Antrieb, allem. Ja, schreibt es mal unten rein. Ja, und dann gucken wir uns jetzt erst mal die Preise an. Im Gegensatz zu normal habe ich das Ganze jetzt heute mal nicht nach Preis sortiert. Aber lass uns trotzdem mal durchgehen. Und zwar ist es so, bei dem Gerät hier, bei dem kleinsten und einfachsten sind wir bei 120 Euro. 120 Euro und können hier einen beliebigen Akku reintun. Wie? Das zeige ich dir gleich mal. Einfach so geht das auch nicht. Sie haben sich auch echt was bei gedacht. Und vor allem, wir müssen über das Thema Sicherheit nochmal reden. Aber erstmal das. 120 Euro. Hier sind wir bei rund 180, 190 Euro. Und natürlich wie immer, wenn du dich für die Geräte interessierst, schau mal unten in die Videobeschreibung. Da findest du den ehrlichen Preisvergleich. Dann haben wir hier folgendes Gerät, da sind wir so bei 230 Euro so etwa. Dann sind wir hier im Bereich etwas über 300 Euro, 300, 350 Euro. Und hier bei dem, ich hatte euch ja gebeten, das unten in die Kommentare zu schreiben, ja, bei dem Teil hier, übrigens 23.000 Lumen. 23.000 Lumen, ja, für etwas über 300 Euro. Und bei dem hier, bei der Stadionbeleuchtung quasi, haben wir auch 23.000 Lumen. Der hier, ruhig, mit Ständer, kostet 600 Euro. 600 Euro, ja, mit einem Stativ, also Ständerstativ, was du wirklich hoch ausfährst,
Ich zeige dir das am besten gleich. Aber wir fangen jetzt erstmal mit der hier an. Vielen Dank an Brennstuhl für diese Leuchte und vor allem auch vielen Dank, dass da kein großes Shishi dran ist. Denn schauen wir uns die Lampe mal, oder die Leuchte mal im Detail an. Erst bevor wir nach hinten kommen, so sieht das Ganze hier aus. Wir haben hier 4500 Lumen. Und dann können wir Folgendes machen. Genau. Wir können hier, ja, hier fällt das Ganze hier dort drauf und schützt hier entsprechend die Linse. So, was meine ich mit kein Shishi? Schauen wir mal auf die Rückseite. Was wir hier sehen ist Folgendes. Wir haben hier genau einen einzigen Schalter. Wir können das einschalten, dann geht es auf 100%. Wir drücken nochmal 75, nochmal 50, nochmal 25. Ja, nochmal ist aus. Das war's. Wir haben einfach genau diesen einen Schalter. Wir sehen auch die Akkukapazität. Ja, das finde ich super gelöst. Und jetzt schauen wir uns mal genau das hier mal im Detail an. Besser gesagt, wir machen es mal einfach aus. So, jetzt machen wir das mal hier zurück. Und jetzt schaut mal hier, hier ist jetzt der Akku eingesetzt. Und wir können jetzt das Ganze hier so schließen. So. Und so. Und so. Jetzt ist das Ganze entsprechend auch geschützt nach IP65, wenn wir das hier betreiben. Aber, schaut mal hier, das Ganze ist so, ist eigentlich sehr, sehr stabil gemacht. Wir haben hier einen 8 Ampere Pro Core. Ich nehme es mal raus. So, also, wir haben hier einen 8 Ampere Pro Core. Das heißt, alle Akkus 18 Volt von Bosch, die von der Baugröße sind oder kleiner, passen hier. Es gibt eine Besonderheit und zwar beim 12 Ampere Pro Core habt ihr das Problem, da passt das hier nicht mehr. Ja, ganz simpel, der ist zu hoch. Ja, das baut einfach zu hoch auf. Wenn ihr den hier einsetzt, das funktioniert, aber dann passt das hier nicht mehr. Passt nicht, aber ist kein Problem. Ihr könnt das Gerät natürlich trotzdem benutzen. Ja, ihr habt jetzt trotzdem hier die Möglichkeit, es zu nutzen. Und jetzt haben wir hier Folgendes. Wir haben dazu entsprechende Adapter. Das hier und irgendwo ist hier noch einer und der hier. Die gehören immer mit zum Lieferumfang, genauso wie ein kleiner Beutel, der das Ganze macht. Jetzt zeige ich euch mal, wie schnell einfach das Ganze funktioniert. Also, erst einmal nehmen wir den Akku raus und wir haben hier den Adapter. Das ist jetzt der Adapter für Bosch. Wir machen einfach Folgendes, wir klicken hier, dann nehmen wir das raus. Was wollen wir jetzt nehmen? Nehmen wir mal wegen Metabo, stecken das Ganze rein. So rum. Ja, so. Ja. So. Dann wieder festziehen. Metabo-Akku. Und los geht's. So. Oder, um es euch zu zeigen, nehmen wir noch mal einen anderen. Nehmen wir mal wegen Makita. Auch hier das Ding nehmen. Reinsetzen. Fest. Wo ist der Makita-Akku? Da. Und rein. So. Auch hier fest verbunden und funktioniert. Ich zeige euch das nochmal. Jetzt hier mit dem Anschluss. Und ihr seht, ja, zumindest hier an der Seite, funktioniert. Das wäre jetzt der Einstieg in die Spaßwelt. Es gibt natürlich auch noch den eine Nummer größer. Ansonsten eigentlich fast identisch, außer hier haben wir 4500 Lumen, hier haben wir 6200 Lumen und eine weitere Besonderheit. Und denkt noch an das Thema Sicherheit, da kommen wir gleich noch dazu. 6200. Und zwar haben wir hier die Möglichkeit, ein Kabel anzuschließen. Und zwar direkt mit Plug and Play. Wir haben einfach hier das mitgelieferte Kabel. Übrigens ein sehr hochwertiges, sehr gutes Kabel. Ihr kennt das ja, diese ganz günstigen Kabel, die vor allem, wenn du hier das auseinander nimmst, wo das dann ewig so stehen bleibt, hast du hier auch nicht. Also, finde ich super. Du nimmst das Ganze, öffnest das, so einmal richtig ausrichten und jetzt hier rein. Und jetzt? Das war's. Das war's, es ist schon gelockt. Finde ich super. Du steckst also wirklich nur rein, es ist gelockt, Plug and Play und jetzt hast du hier die Möglichkeit, die Leuchte auch entsprechend mit Kabel zu betreiben. Zusätzlich kannst du natürlich auch, und übrigens man sieht das hier auch, das habe ich vorhin noch gar nicht gesagt, ach du meine Güte, stimmt ja. Und zwar hatte ich vorhin darüber gesprochen, ja, man kann einen D-Wald-Akku nehmen, man kann aber auch einen 54 Volt D-Wald-Akku nehmen. Ohne Probleme, seht ihr ja hier, ja, es ist zu groß wieder für die Verpackung, aber du kannst es betreiben. So, und du steckst das Ganze hier auch wieder rein. Moment, muss ich ein bisschen zielen. Ja, und auch hier
Du hast hier also die Möglichkeit, das Ganze mit Kabel zu betreiben. Wenn der Strom ausfällt, dann leuchtet er weiter mit Akku. Ja, das finde ich super gelöst. Und man kann das hier auch einfach so wieder abziehen. Das ist eine sehr clevere Lösung, finde ich, das hier so zusammenzuschalten. Und wenn du jetzt eine Leuchte suchst mit so über 6000 Lumen über verschiedene Akkusysteme, ist das hier deine Wahl. Und ich möchte mal über das Thema Sicherheit sprechen. Es ist so, dass es, ja, wie sagt man das am besten? Das ist, ich sag mal, es gibt China-Kracher, und zwar in folgender Form. Es gibt diverse Leuchten von verschiedenen Herstellern und viele Menschen haben das Bedürfnis, irgendeinen Akku daran anzuschließen. Und dann gibt es diese China-Kracher-Adapter, nenne ich die jetzt mal. Ja, da gibt es irgendwelche Adapter, selbst gedruckt oder von irgendwo gekauft, die man irgendwie einfach daran stecken kann, dass das Ganze hier irgendwie dann auch funktioniert. Aber was man dann nicht hat, ist in der Regel Folgendes. Und zwar, die Temperatur des Akkus wird nicht überwacht. Das heißt, im Zweifel wird er zu heiß. Das ist nicht gut. Ja. Und was auch nicht überwacht wird, ist, ob er tiefenentladen wird. Weil wenn der wirklich tiefenentladen wird, kannst du so einen Akku auch das Leben aushauchen. Und das möchtest du nicht. Und ganz ehrlich, wenn du so einen riesen Block hier hast, und bedienst den falsch und hier passieren keine schönen Dinge, möchte ich nicht, dass hier schlimme Sachen mit passieren. So möchte ich es mal bezeichnen. Also bitte nutzt nicht irgendwelche dubiosen Adapter, denen man nicht vertrauen kann. Ja? Es gibt durchaus auch Lösungen, ich weiß, auf dem Markt, die man nutzen kann, aber gerade diese sehr günstigen, teilweise selbstgedruckten Sachen, du weißt, was ich meine. Also, das sei erstmal gesagt. Hier hast du eine Lösung, die wirklich funktioniert und die dafür da ist, genau diese Akkus zu betreiben. Das war das. Das Ganze hier in Kooperation mit all diesen schönen Akkus. Wunderbar. Jetzt haben wir noch ein besonderes Gerät, müssen wir kurz über ein anderes Gerät sprechen. Moment. So. Den auch zur Seite. Und zwar das hier. Hier haben wir 8000 Lumen. Moment. 7900 Lumen. Es war irgendwas mit 8000. Und das hier ist ein reines Bosch-Kooperationsgerät. Ja? Wir haben also fast 8000 Lumen hier. Wenn ich das Ganze einschalte, Moment, hier sehen wir auch, dass es nicht funktioniert. Ich habe keinen Akku drin, glaube ich. Und zwar haben wir hier dieselbe Technik wie eben. Wir haben hier auch die Möglichkeit, hier wieder mit dem Adapter, auch wieder Plug and Play, rauf und fertig. Ja? Dann haben wir hier, Moment, auch wieder diese Klappe. Und sehen, wir haben keinen Akku drin. Hier können wir wieder einen Akku einsetzen. Und in dem Fall ist es ein reines Bosch-Kooperationsgerät. Das heißt, hier gibt es keine Adapter, die man hier einsetzen kann, sondern dieses Gerät geht nur mit Bosch-Akkus. Das Ganze hier zu, den Hebel hier nach hinten und schon haben wir hier die Möglichkeit, das Ganze zu betreiben. Du kannst es übrigens auch stufenlos, fast stufenlos runterregeln, hochregeln und so weiter und so fort. Finde ich eigentlich sehr clever gemacht. Schöne Leuchte, aber nur für Bosch. Wirklich noch interessanter wird es gleich da. Diese stand hier unbeachtet an der Gegend rum, an der Seite eben die ganze Zeit und das hat sie gar nicht verdient, denn wir haben hier eine 360-Grad-Leuchte mit 23.000 Lumen. Zusätzlich haben wir hier nochmal diesen Kopf, den wir hier ausziehen können, den wir hier stufenlos irgendwohin verstellen können. Und dementsprechend haben wir hier ein sehr, sehr modulares Licht. Und das ist vor allem dafür da, nicht einen Punkt anzuvisieren, sondern vor allem dafür da, um hier entsprechendes Licht in einen ganzen Raum reinzubringen und hier nur noch einen bestimmten Punkt das Ganze hinzubringen. Und auch hier ist wieder so ein bisschen mitgedacht worden, was heißt ein bisschen, stark mitgedacht worden, nämlich Nummer 1, ich habe hier unten, komm ein bisschen dichter, ich habe hier unten Folgendes, und zwar kann ich hier Nummer 1, das finde ich super, kann ich hier Folgendes, mein Kabel aufwickeln. Ja? Das klingt so profan, ist es aber gar nicht. Ja? Kann das hier dann später auch fixieren, sodass es wirklich hier dran auch hält. Es ist aber auch fest. So. Zusätzlich, wenn ich hier ja nur meine Steckdose gebraucht habe, die hier, verbraucht habe, dann ziehe ich das ja irgendwo hin und habe schon natürlich eine gewisse Verlängerung hergestellt. Und dann kann ich hier wieder meine Geräte einstecken. Ja? Hier das Ganze ist mit 16 Ampere abgesichert. Das heißt, du kannst sogar eine Tischkreissäge hier einstecken. Aber bitte nur eine. Ja? Und kannst dann damit arbeiten. Auf der Rückseite hast du hier sogar eine Bremse. Wenn ich mich hier erinnere, muss das hoch. Ja, wenn ich das jetzt hochschicke, das sind jetzt die Räder. Schaut mal hier. Ja, die Räder
sind jetzt geblockt, sodass das Ganze jetzt auch transportiert werden kann oder dagegen gesichert ist, es wegrollt. Und so wird es dann wieder, so, das ist jetzt wieder entriegelt. Aber jetzt schauen wir uns das mal im Betrieb an. Ich mache jetzt mal Folgendes, ich schalte hier alle Lichter aus, nehme sie, stelle sie in die Mitte und dann gucken wir mal, wie es funktioniert. Ich habe jetzt hier mal nur den Kopf an und ihr seht, wie hell es hier ist. Und jetzt mache ich das Ganze mal nach oben. Schaut mal hier. Es ist schon hell, da kann man erstmal nichts sagen. Ja? Also man sieht hier, Mann. Und jetzt, ha! Also es ist wirklich hell. Und jetzt kommt natürlich die Magie. Also Freunde, das ist, schaut euch jetzt mal hier im Raum um. Oder schaut mich mal an. Also ich bin schon relativ hell, hoffe ich, dass die Kamera das hinbekommt, ausgeleuchtet. Und man findet sich hier erstmal super im Raum zurecht. Und der ist ja nun nicht klein. Ja? Wir haben hier über 120 Quadratmeter. Und trotzdem ist es so, dass ich sage, okay, man könnte jetzt hier arbeiten. Wenn man jetzt noch das Positionslicht nimmt, könnte man jetzt hier wieder Dinge machen. Also es ist wirklich interessant, was diese Leuchte hier schafft. Und ich glaube, die Kamera kriegt das nicht hin. Ja, aber jetzt ist, glaube ich, vorbei. Das ist einfach nur ein weißer Fleck. Aber das ist echt gut. Das sieht schon ein bisschen komisch aus hier. Interessant. Ich muss sagen, das System hier finde ich interessant. Das Ganze sieht erstmal sehr hochwertig aus und ist es auch. Übrigens, man kann das hier sogar feststellen. Jetzt kann man das hier nicht verstellen. Gibt übrigens eine super schöne Tasche mit dazu. Vielleicht zeige ich euch die nachher nochmal. Und man macht hier Folgendes. Moment. Man kann das hier drehen oder entsperren. Und jetzt kann ich es rausdrehen. Aber kommen wir erstmal dazu. Das hier ist das Stativ. Und Freunde, das ist mal ein Stativ. Und ganz im Ernst, für einen 80er ja, ist das doch echt eine Ansage. Finde ich wirklich nicht schlecht. So, jetzt gucken wir mal Folgendes. Wir nehmen das hier, stecken das hier drauf. So, dann machen wir das Ganze wieder fest. So, haben hier das Kabel. Und was natürlich noch mit dazugehört, ist der Treiber. Wir haben hier einen Treiber, der dafür da ist. Wir haben schon ein paar Tage im Einsatz, der dafür da ist, um hier entsprechend das Ganze hier mit Energie zu versorgen. Hier an dem, oder vielleicht kommst du einfach mal her, vielleicht schauen wir uns das mal an. Hier kann man das Ganze einstellen, hier für 25%, 50, 75, 100 und hier ein- und ausschalten. So, jetzt haben wir es natürlich schon versorgt und ich zeige euch, wie das Ganze geht. Wir haben hier auch wieder so einen Stecker. Hier in dem Fall nicht Plug and Play, so wie wir das vorhin gesehen haben, aber es geht trotzdem einfach. Ja. Ihr seid live dabei, ich mache es jetzt auch zum ersten Mal. Das hat nämlich der gute Daniel mir hier vorher vorbereitet. So, und jetzt, schaut mal hier, kann man das Ganze hier auseinanderklappen. Und wir stellen es jetzt noch mal ein bisschen höher. So, und dann nehmen wir den hier auch noch. So, stellen das schön nach oben. Und jetzt machen wir das Licht aus. Und es werde Licht. Und hier wird richtig Licht. Wir sind jetzt auf 100%. Ich mache mal 75, 50 ja, und 25. Aber nehmen wir jetzt mal 100%. Auch jetzt wieder. Das ist natürlich nochmal was anderes, weil schauen wir nach oben. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein UFO, was hier fliegt. Und das ist echt der Wahnsinn. Ja? Das ist wirklich der Wahnsinn, weil du hast hier ein unwahrscheinlich starkes Raumlicht. Wir haben hier zwar auch Gänsefüßchen nur 23.000 Lumen, aber Leute, 23.000 Lumen, das ist schon ein bisschen was. Bei dem Rundumstrahler hier, den wir hier stehen haben, sind wir natürlich hier im unteren Bereich, ja, und das Ganze geht hier entsprechend raus. Bei dem, schau es mal an, also ich könnte hier jetzt ganz normal arbeiten, wenn ich mir jetzt noch einen zweiten dazu hole, einen rechts, einen links, habe ich auch keinen so großen Schatten und könnte wunderbar auch einen größeren Raum wie den hier ausleuchten und kann dann hier losarbeiten. Und das ist richtig toll. Ich muss sagen, und ich hätte gedacht, dass dieses Gerät ja wesentlich mehr kostet. Ja, und mit dem Stativ, mit dem Gerät selbst 600 € finde ich einen fairen Deal. Du hast gerade gesehen, was die Geräte alles können und was sie so im Speziellen haben. Ich weiß, normalerweise ist freitags eigentlich immer ein Tag, wo wir Dinge vergleichen. Aber wir hatten hier so ein breites Spektrum bei den Brennstuhllampen, dass ich euch die mal im Detail zeigen wollte. Denn ursprünglich war es wirklich so, dass ich diese Lampe zum Beispiel hier, Entschuldigung, diese Leuchte hier, einfach nur ausprobieren wollte. Ich habe gesagt, Leute, schickt mir das mal zu, ich will es mal ausprobieren. Aber ich war davon so begeistert, weil wir haben hier noch kein richtiges Studiolicht. Und dementsprechend sind wir auch ein bisschen angewiesen auf so etwas. Und wie schön
das den Raum ausleuchtet. Hätte ich nicht gedacht. Also ist wirklich Wahnsinn. Und hier bin ich natürlich voll mit dabei, ja. Also dass man alle Akkus hier nutzt. Und auch da, schreibt mal bitte unten in die Kommentare, wie findet ihr das denn eigentlich? Ist das für euch eine interessante Sache? Und ist das etwas, wo die Hersteller noch mehr darauf eingehen sollten, dass man die Akkus noch kompatibler machen könnte? Also vor allem die ich will nicht sagen Zweithersteller, aber so jemand wie Brennstuhl, dass solche Firmen noch mehr darauf achten. Schreibt es mal in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Und du hast immer noch die Chance, ja, die hier zu gewinnen. Und bitte schreibt mal auch in die Kommentare, ob ich mehr zu diesem Thema Licht tun soll oder vielleicht auch einen Vergleichstest machen soll. Ich bin sehr gespannt. Jetzt aber ran an die Leuchte und bis zum nächsten Mal.